Sollen die Vereinigten Arabischen Emirate wieder auf die graue Liste der Financial Action Task Force gesetzt werden? Erst im Februar 2024 war der Wüstenstaat bekanntlich von dieser Liste entfernt worden, doch nun werden Stimmen laut, diese Entscheidung wieder zu korrigieren. Was es damit auf sich hat, das wollen wir uns einmal in diesem Video anschauen. Die Financial Action Task Force in Paris ist eine internationale Institution der G7, die Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung setzt und ihre Einhaltung durch die Mitgliedstaaten prüft. Mehr als 200 Staaten und Jurisdiktionen haben sich zur Einhaltung der FATF-Standards verpflichtet, weshalb sich die FATF als international führendes Gremium zur Bekämpfung der Geldwäsche und Finanzierung von Terrorismus versteht. Die FATF führt eine graue und auch eine schwarze Liste mit Ländern, bei denen es in puncto Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung noch so einiges zu tun gibt. Wenn man als Land auf dieser Liste ist, dann hat das alle möglichen nachteiligen Konsequenzen. Und wenn du zwischen 2022 und 2024 in Dubai zum Beispiel gelebt hast, dann wirst du vielleicht selbst hautnah diese negativen Konsequenzen am eigenen Leib erfahren haben. Plötzlich ist es nicht mehr möglich, bei westlichen Banken ein Konto zu eröffnen. Überweisungen von Kunden aus Deutschland oder anderen westlichen Staaten können nicht ausgeführt werden oder nur mit sehr ausführlichen Erklärungen zu der Überweisung ausgeführt werden. Auf einmal werden Konten von jenen geschlossen, die zu oft Überweisungen in ein solches Land auf einer grauen Liste machen. Und natürlich nehmen auch Investitionen in dieses Land ab. Für die Vereinigten Arabischen Emirate war die Tatsache, dass sie auf der grauen Liste der FATF von 2022 bis 2024 waren, eine Katastrophe, so muss man es sagen. Sie wollten unbedingt von dieser Liste wieder herunter, denn tatsächlich war es schlecht fürs Geschäft. Das ist sicherlich einer der Gründe, denke ich übrigens, warum die neue Körperschaftssteuer in den VAE so gestaltet wurde, wie sie dann tatsächlich implementiert wurde. Zunächst war ja die Rede davon, dass zum Beispiel die Free-Zone-Gesellschaften davon ausgenommen wurden. Aber der Druck der FATF war einfach so groß. Man hat gesagt, wenn ihr das macht, Leute, dann kommt ihr von dieser Liste erstmal nicht mehr runter. Die Vereinigten Arabischen Emirate wollten unbedingt von der Liste wieder runter und daher haben sich dann entschieden, diese Einführung der Steuer sehr viel strenger oder radikaler zu gestalten, wie sie eigentlich wollten. Das denke ich jedenfalls. So, was ist nun passiert? Zunächst mal Anfang 2024 war ja eigentlich die FATF sehr positiv. Man habe sich davon überzeugt, dass in den VAE hier die notwendigen Reformen und Kontrollen beschlossen wurden bzw. implementiert wurden. Und man sei sich sicher, dass die VAE hier auf einem guten Weg sind. Doch dann kam es im Mai 2024 durch die Veröffentlichung von Dubai Unlocked. Hierbei handelt es sich um ein Projekt von über 70 Zeitungen und anderen Medienorganisationen weltweit. Und hier hat man nun alle möglichen unschönen Details zu Geschäftspraktiken in Dubai aufgedeckt, die Zweifel daran hegen, ob hier tatsächlich die Geldwäsche in den VAE unter Kontrolle ist. Hier ist die Webseite von Dubai Unlocked. Ich werde den Link auch hier in die Beschreibung des Videos mit hinein kopieren. Das ist also eine Serie von Artikeln zu verschiedenen Vorfällen in den UAE und in Dubai. Was konkret wird hier zum Beispiel vorgeworfen? Nun, angeblich soll es hier viele Vorfälle gegeben haben, wo Käufer von Immobilien diese in Dubai Cash kaufen konnten, wo zum Beispiel Immobilienmakler sehr wenige Fragen zur Herkunft der Mittel gestellt haben oder sogar hier die Kunden ermutigt haben und gesagt haben, dass diese Dinge alle keine Rolle spielen. Das sind natürlich rote Tücher für eine Organisation wie die FATF, denn ein lückenloser Nachweis der Mittelherkunft und natürlich auch die Vermeidung von Cashzahlungen, das stand ja schon immer ziemlich hoch auf der Agenda der Geldwäschebekämpfung und der Terrorismusbekämpfung. Man muss natürlich auch sehen,
was hier tatsächlich passiert ist in Dubai in den letzten Jahren. Es sind ja sehr viele Russen, sehr viele Ukrainer nach Dubai geflohen vor dem Krieg in der Ukraine oder um dem Wehrdienst zu entkommen und haben dort ein neues Leben aufgebaut, haben dort teure Immobilien erworben. Und wenn natürlich bei solchen Käufen dann die entsprechenden Kontrollen nicht gemacht wurden, woher die Mittel kommen zum Beispiel, dann widerspricht das natürlich genau den Standards, für die ja die FATF steht. Nach Veröffentlichung von Dubai Unlocked wurden also die Stimmen laut, die danach rufen, die Entscheidung der FATF von Anfang 2024, nämlich die VAE hier von der grauen Liste herunterzunehmen, noch einmal zu überprüfen, zu prüfen, ob das tatsächlich die richtige Entscheidung war. Ganz ehrlich, allein die Tatsache, dass die VAE 2024 von der Liste genommen wurden, hat damals schon für einiges Stirnrunzeln gesorgt. Das muss man wirklich sagen. Hier also nun die Frage, wie die FATF handeln wird. Seitens der FATF hat man bereits reagiert. Man hat sich sehr besorgt gezeigt. Man hat gesagt, man wird diese Artikel prüfen, man wird diese Medienberichte genau anschauen. Und der nächste Bericht zu den Vereinigten Arabischen Emiraten wird für 2025 erwartet. Und ich würde davon ausgehen, dass dann die VAE wieder auf diese graue Liste gesetzt werden, außer da passiert nun wirklich sehr schnell etwas, dass man entweder diesen Medienbericht widerlegen kann oder aber zeigen kann, dass das Dinge in der Vergangenheit gewesen sind, die dort passiert sind, die man aber nun abgestellt hat. Wenn hier die Regierung in den VAE durchgreift, das ist ja der Vorteil hier einer Monarchie, da kann man ja dann mal richtig hart durchgreifen und gegen solche Leute vorgehen. Wenn das also so passiert, dann kann ich mir vorstellen, dass die FATF von einer erneuten Listung der VAE absehen wird. Wenn das nicht erfolgt und man hier jetzt nicht sehr schnell handelt seitens der VAE, dann sieht es meiner Meinung nach nicht besonders gut aus. Denn wie gesagt, schon die Entscheidung, die VAE 2024 von der grauen Liste runterzunehmen, war vielfach schon kritisiert worden. Was heißt das für dich konkret? Nun, ich denke, wenn du in den VAE lebst und auch schon vor 2 Jahren dort gelebt hast, dann weißt du, was diese graue Liste für Implikationen hatte. Wenn sie dich nicht groß betroffen hat, dann wird sie dich auch in Zukunft nicht wirklich betreffen. Wenn sie dich damals betroffen hat, dann musst du vielleicht jetzt überlegen, welche Schritte du schon heute einleiten kannst, um dich zu schützen. Möglicherweise kannst du dir einen Zweitwohnsitz in einem Land besorgen, das nicht kritisch ist, kannst dann diesen Wohnsitz verwenden, um Konten zu eröffnen, möglicherweise Firmen zu gründen außerhalb der UAE in steuergünstigen Ländern. Da gibt es ja auch einige Alternativen, zum Beispiel in Europa, Zypern, Malta. Hier würde ich mich also vorbereiten. Wenn du jetzt planst, in die Vereinigten Arabischen Emirate umzuziehen, dann denke ich nicht, dass du von diesem Umzug absehen solltest. Du musst dir allerdings bewusst sein, was da im Hintergrund in der Mache ist. Ich würde dir raten, hier die News zu verfolgen. Ich würde dir raten, hier auf dem Laufenden zu bleiben und dann eben möglicherweise Maßnahmen einzuleiten, wie die ich gerade eben erwähnt habe, und das vielleicht auch schon im Vorfeld jetzt zu machen. Ich persönlich mag Dubai, ich mag die Vereinigten Arabischen Emirate. Ich finde, dass das ein guter Sitzstaat und Wohnsitzstaat ist. Ich würde mir wünschen, dass das Ganze zur Ruhe kommt, aber es ist natürlich so, dass die Standards, wie gesagt, hier seitens des Westens sehr hoch sind. Wenn also die VAE hier sich etablieren wollen als Finanzzentrum, das auch tatsächlich einen globalen Stellenwert hat, wird es eben hier nicht drum herum kommen, hier sehr strikt solche Regeln auch einzuhalten und dafür sorgen, dass sie eingehalten werden von allen, die hier betroffen sind und möglicherweise eben Verstöße dann auch drakonisch zu bestrafen. Es wäre schön, wenn es ohne das ginge, aber ich kann mir ansonsten nicht vorstellen, welche Zukunft die VAE als internationales Finanzzentrum haben. Grundsätzlich wird die Akzeptanz der VAE als Finanzplatz im Westen davon abhängen, wie gut solche Maßnahmen implementiert werden. Und ich denke, da ist jetzt Zeit für Dubai und die VAE nochmal nachzubessern und versuchen zu verhindern natürlich, dass man wieder auf diese Liste der FATF kommt.
Wenn auch du dich mit dem Gedanken trägst, nach Dubai umzuziehen oder generell deinen Wohnsitz ins Ausland zu verlagern, um dich steuerlich zu optimieren, um dein Vermögen zu schützen, um dich vor der überbordenden Macht der EU zu schützen, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link packe ich hier in die Beschreibung des Videos mit hinein. Wir unterstützen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, sich steuerlich optimal aufzustellen, ihr Vermögen zu schützen, neues Vermögen aufzubauen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.